Willkommen, mein Freund. Heute sprechen wir über eine einfache Gewohnheit, die dein Leben auf eine große Weise verändern kann. Die Gewohnheit ist sehr einfach. Erzähle nicht zu früh allen von deinen Plänen. Es klingt vielleicht klein, es klingt vielleicht nicht wichtig, aber viele ruhige, disziplinierte und erfolgreiche Menschen folgen dieser Gewohnheit jeden Tag. Die meisten Menschen machen das Gegenteil. Sobald sie eine neue Idee haben, wollen sie, dass jeder davon erfährt. Wenn sie sich eine bessere Zukunft vorstellen, sprechen sie sofort darüber. Sie erzählen es ihren Freunden, sie erzählen es ihrer Familie, sie erzählen es ihren Kollegen, sie teilen es im Internet. Sie sagen Dinge wie: Ich werde mein Leben verändern. Ich werde mein eigenes Unternehmen gründen. Ich werde jeden Tag Sport machen. Ich werde mehr Geld verdienen. Ich werde sehr schnell Deutsch lernen. Ich werde ein besserer Mensch werden. Sie sprechen voller Begeisterung. Für einen Moment fühlen sie sich stark. Sie haben das Gefühl, als hätte ihr neues Leben bereits begonnen. Aber es gibt etwas, das viele Menschen nicht verstehen. Wenn du zu viel über ein Ziel sprichst, bevor du handelst, kannst du langsam einen Teil deiner Motivation verlieren. Warum? Weil ein Traum am Anfang sehr empfindlich ist. Er braucht Zeit, er braucht Geduld, er braucht stille Arbeit. Aber wenn du es allen zu früh erzählst, kommen viele Stimmen in deinen Kopf. Manche Menschen werden an dir zweifeln. Manche Menschen werden lachen. Manche Menschen werden Fragen stellen. Manche Menschen werden dich loben, bevor du überhaupt etwas erreicht hast. Und nach wird dein Fokus schwächer. Deine Energie geht in verschiedene Richtungen. Die Begeisterung in dir wird kleiner. Aber Menschen, die ihr Leben wirklich verändern, wählen oft einen anderen Weg. Sie kündigen nicht alles an. Sie reden nicht zu viel. Sie arbeiten still. Sie verbessern sich im Verborgenen. Sie bauen Schritt für Schritt etwas auf. Und eines Tages sind ihre Ergebnisse so deutlich, dass sie nichts mehr erklären müssen. Also höre heute gut zu. Diese Lektion kann deine Ziele, deinen Fokus und deine Zukunft schützen. Und während du einfaches Deutsch hörst, verbesserst du deine Sprachkenntnisse ganz natürlich. Jetzt beginnen wir mit einer Geschichte. Ihr Name war Maya. Maya war 26 Jahre alt. Sie lebte in einer kleinen Wohnung in einer geschäftigen Stadt. Sie arbeitete in einem kleinen Supermarkt. Jeder Tag fühlte sich gleich an. Aufstehen, zur Arbeit gehen, müde nach Hause kommen, schlafen und alles wieder von vorne. Maya war dieses Leben leid.
An einem Sonntagabend saß sie auf ihrem Bett und schaute sich in ihrem kleinen Zimmer um. Plötzlich spürte sie ein starkes Gefühl in ihrem Herzen. Sie sagte zu sich selbst: Nein, ich kann nicht für immer so leben. In dieser Nacht machte sie einen Plan. Sie wollte eine Online-Kleidungsmarke gründen. Sie wollte einfache Kleidung entwerfen, eine Website erstellen und ihre Produkte online verkaufen. Sie wollte jeden Morgen früh aufstehen und vor der Arbeit an ihrem Traum arbeiten. Sie öffnete ein Notizbuch und schrieb: Um 5 Uhr aufstehen, Kleidung entwerfen, Lieferanten finden, eine Website erstellen, Geld sparen, mein eigenes Unternehmen gründen. Ihr Herz war voller Begeisterung. Sie fühlte sich wie eine neue Frau. Sie konnte ihre Zukunft fast schon sehen. Am nächsten Tag ging Maya zur Arbeit. Während der Mittagspause saß sie mit 2 Kolleginnen, Emma und Nora, zusammen. Sie wollte eigentlich still bleiben, aber ihre Begeisterung war zu groß. Sie beugte sich nach vorne und sagte: Mädels, hört zu. Ich werde diesen Job bald verlassen. Ich gründe meine eigene Online-Kleidungsmarke. Ich werde Kleidung entwerfen, eine Website erstellen und richtig Geld verdienen. Dieses Jahr wird sich für mich alles verändern. Emma lächelte und sagte: Wow, Maya, das ist großartig. Nora nickte. Du wirst erfolgreich sein. Das spüre ich. Maya fühlte sich stolz. Sie fühlte sich wichtig. Sie fühlte sich schon wie eine Geschäftsfrau. An diesem Abend kam Maya nach Hause. Sie setzte sich an ihren Tisch und öffnete ihr Notizbuch. Aber irgendetwas fühlte sich anders an. Das Feuer vom Sonntagabend war schwächer geworden. Sie fühlte sich müde. Ihre Gedanken sagten: Emma und Nora wissen bereits, dass ich ein Unternehmen gründe. Sie glauben schon an mich. Vielleicht kann ich heute Abend ausruhen. Morgen werde ich richtig anfangen. Also schloss Maya ihr Notizbuch. Und sie schaute einen Film. Am nächsten Morgen stand sie nicht um 5 Uhr auf. Tage vergingen. Dann vergingen Wochen. Bei der Arbeit fragte Emma: Wie läuft dein Geschäft? Maya lächelte und sagte: Ich plane noch. Nora fragte: Hast du schon die Website gemacht? Maya sagte: Bald. Ich warte noch auf den richtigen Zeitpunkt. Aber die Wahrheit war einfach. Maya hatte fast nichts getan. Sie hatte mehr geredet als gearbeitet. Sie hatte die Energie ihres Traums in einem einzigen Gespräch während der Mittagspause verbraucht. Warum ist Maya also gescheitert? War sie faul? War sie ein schlechter Mensch? Nein, sie war in eine gewöhnliche Falle des Gehirns geraten. Wenn du über ein Ziel sprichst, loben dich die Menschen vielleicht.
Sie sagen, das ist großartig. Du bist so diszipliniert. Du wirst erfolgreich sein. Dieses Lob fühlt sich gut an. Dein Gehirn fühlt sich belohnt. Es fühlt sich an, als hättest du bereits etwas Großes erreicht. Aber die harte Arbeit hast du noch gar nicht getan. Du bekommst das Gefühl von Erfolg, bevor du das Opfer gebracht hast. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Am nächsten Morgen, wenn der Wecker um 5 Uhr klingelt, fühlt sich das echte Leben anders an. Das Zimmer ist dunkel, die Luft ist kalt, dein Körper ist müde, der Traum fühlt sich nicht mehr wie eine schöne Idee an. Jetzt fühlt er sich wie Arbeit an. Und dein Gehirn sagt, warum sollen wir heute leiden? Gestern haben uns die Leute schon gelobt. Sie denken bereits, dass wir erfolgreich sind. Lass uns einfach im Bett bleiben. Deshalb beginnen viele Menschen mit großen Träumen, aber bringen nichts zu Ende. Sie lieben die erste Begeisterung. Sie lieben das Gefühl einer neuen Idee. Sie lieben es, sich ein neues Leben vorzustellen. Aber sie lieben die stille Arbeit nicht. Sie lieben es nicht, früh aufzustehen. Sie lieben es nicht, jeden Tag dieselbe langweilige Aufgabe zu machen. Sie wollen den Applaus vor der Anstrengung. Sie wollen, dass die Menschen ihren Traum respektieren, bevor sie überhaupt etwas Wirkliches aufgebaut haben. Aber Menschen, die wirklich erfolgreich werden, verstehen etwas anderes. Sie beschützen ihre Begeisterung. Begeisterung ist wie Treibstoff. Wenn du Treibstoff in ein Auto füllst, kann das Auto vorwärts fahren. Aber wenn du den Treibstoff auf den Boden schüttest und anzündest, bekommst du nur für ein paar Sekunden ein helles Feuer. Danach bleibt nichts mehr übrig. Zu viel zu reden ist wie Treibstoff zu verbrennen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es fühlt sich für einen Moment gut an, aber es bringt dein Leben nicht voran. Der stille Arbeiter spart diesen Treibstoff für Taten. Wenn sie beschließt, Deutsch zu lernen, postet sie kein Foto ihres Buches im Internet und schreibt: Meine neue Reise beginnt. Nein. Sie bleibt still. Sie schließt ihre Tür. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch, während alle anderen schlafen. Sie wiederholt schwierige Wörter. Sie kämpft mit der Aussprache. Sie lernt langsam die Grammatik. Sie macht Fehler allein. Sie bittet nicht um Likes. Sie wartet nicht darauf, dass andere sagen: Wow, du bist so klug. Sie versteht, dass echter Beweis nicht Lob ist. Echter Beweis ist Fortschritt. Während andere Menschen damit beschäftigt sind, der Welt zu erzählen, was sie tun werden, tut sie es bereits, still und leise. Merke dir das gut. Über dein Ziel zu sprechen, gibt dir nur kurzfristige Zufriedenheit. An deinem Ziel zu arbeiten, bringt dir echte Ergebnisse. Lerne deshalb,
deine erste Begeisterung zu kontrollieren. Bewahre das Feuer in deiner Brust. Lass es deine Faulheit verbrennen. Lass es nicht durch deinen Mund entweichen. Und jetzt sprechen wir über etwas Dunkleres. Neid. Wenn du beschließt, dein Leben zu verändern, denkst du vielleicht, dass dich alle unterstützen werden. Du denkst vielleicht, dass sich deine Freunde für dich freuen werden. Du denkst vielleicht, dass deine Familie applaudieren wird. Aber das Leben ist nicht immer so. Nicht jeder möchte sehen, wie du aufsteigst. Manchmal fühlen sich sogar Menschen, die dir nahe stehen, unwohl, wenn du anfängst zu wachsen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie dich hassen. Vielleicht erinnert dein Traum sie an ihre eigenen verlorenen Träume. Deine Disziplin erinnert sie an ihre Ausreden. Dein Mut erinnert sie an die Risiken, die sie nie eingegangen sind. Dein Fortschritt wird zu einem Spiegel. Und viele Menschen mögen diesen Spiegel nicht. Also versuchen sie, dich nach unten zu ziehen, anstatt sich selbst zu verbessern. Wenn du klein bleibst, fühlen sie sich sicher. Wenn du arm bleibst, fühlen sie sich wohl. Wenn du dich nicht veränderst, müssen sie ihr eigenes Leben nicht hinterfragen. Manchmal greifen sie deinen Traum direkt an. Sie sagen, das ist viel zu schwer. Sei realistisch. Menschen wie wir können so etwas nicht schaffen. Du hast kein Geld. Du hast keine Kontakte. Such dir einfach einen normalen Job. Aber manchmal versteckt sich der Angriff hinter einem Witz. Stell dir vor, du sagst deinen Freunden, ich lerne Deutsch, weil ich für ein internationales Unternehmen arbeiten möchte. Und eines Tages machst du beim Sprechen einen Fehler. Sie lachen und sagen, schaut euch unseren internationalen Manager an. Tolles Deutsch. Dann sagen sie, entspann dich, es war doch nur ein Witz. Aber manchmal ist ein Witz nicht nur ein Witz. Manchmal ist er wie ein kleines Messer. Er verletzt dein Selbstvertrauen Stück für Stück. Am Anfang ist der Glaube an dich selbst sehr empfindlich. Er ist wie eine junge Pflanze. Wenn sie jeden Tag kalte Worte treffen, wird sie schwach. Und wenn der Glaube schwach wird, wird auch die Anstrengung schwach. Dein Fokus verschwindet. Dein Mut wird kleiner. Und langsam hörst du auf, es überhaupt zu versuchen. Du kehrst zurück an denselben Ort, zur gleichen Routine und zu demselben alten Leben. Und die Menschen um dich herum fühlen sich wieder wohl, weil du nicht mehr gefährlich wirst. Deshalb ist Schweigen ein Schutz. Schweigen ist ein Schild. Wenn die Menschen deine Pläne nicht kennen, können sie nicht angreifen. Sie können nicht über deinen Traum lachen. Sie können keinen Zweifel in deinem Kopf pflanzen. Deine Vision bleibt klar und sicher in deinem eigenen Herzen. Betrachte deinen Traum wie einen Samen unter der Erde.
Ein Samen wächst nicht zuerst in der Öffentlichkeit. Er bildet seine Wurzeln im Dunkeln. Niemand sieht es, niemand applaudiert, aber dieses verborgene Wachstum ist wichtig. Erst wenn die Wurzeln stark sind, kann die Pflanze aus der Erde kommen und dem Wind standhalten. Mit deinem Traum ist es genauso. Zeige ihn nicht zu früh. Lass ihn zuerst Wurzeln schlagen. Jetzt schauen wir uns eine weitere Falle an. Die Meinung der Masse. Wenn dein Ziel neu ist, ist es wie eine kleine Flamme in einer kalten Nacht. Eines Tages kann daraus ein großes Feuer werden. Aber am Anfang kann sogar ein kleiner Wind sie auslöschen. Wenn du 10 Menschen von deinem Plan erzählst, bekommst du nicht nur Unterstützung. Du bekommst 10 verschiedene Meinungen. Eine Person sagt, mach es so. Eine andere sagt, nein, mach es anders. Eine Person sagt, du bist zu jung. Eine andere sagt, du bist zu alt. Jemand sagt, geh das Risiko ein. Ein anderer sagt, bleib lieber auf der sicheren Seite. Plötzlich wird dein Kopf wie ein lauter Marktplatz. Wenn du dich hinsetzt, um zu arbeiten, bist du nicht mehr allein mit deinem Traum. Du hörst die Stimmen aller Menschen in deinem Kopf. Und langsam hörst du deine eigene Stimme nicht mehr. Du musst eines verstehen. Nicht jeder sieht, was du siehst. Nicht jeder hat denselben Hunger wie du. Nicht jeder kennt deinen Schmerz. Nicht jeder versteht die Zukunft, die du aufbauen möchtest. Viele Menschen geben Ratschläge aus ihrer eigenen Angst heraus. Sie sprechen aus ihren eigenen Misserfolgen. Sie beurteilen deine Zukunft anhand ihrer Vergangenheit. Wenn jemand vor vielen Jahren etwas versucht hat und gescheitert ist, sagt er dir vielleicht, dass es unmöglich ist. Aber vielleicht war es nur für ihn unmöglich. Das bedeutet nicht, dass es auch für dich unmöglich ist. Denke daran, wie viele Träume genau wegen dieses Fehlers sterben. So viele Menschen bleiben jahrelang in demselben schmerzhaften Leben. Nicht, weil sie schwach sind, nicht, weil sie dumm sind und nicht, weil sie keine Chance haben. Sie hatten die Energie, anzufangen. Sie hatten die Fähigkeit zu lernen. Sie hatten den Wunsch zu wachsen. Sie hatten Zeit. Sie hatten eine Idee. Und für einen kurzen Moment hatten sie sogar den Mut. Aber bevor sie diesen Mut beschützen konnten, zeigten sie ihn allen. Sie fragten zu viele Menschen, was sie tun sollten. Sie fragten Menschen, die ihren Schmerz nicht verstanden. Sie fragten Menschen, die ihre eigenen Träume bereits aufgegeben hatten. Sie fragten Menschen, die Angst vor Risiko, Angst vor Veränderung und Angst vor dem Scheitern hatten. Und diese Menschen gaben ihnen Ratschläge aus Angst. Sie gaben ihnen Ratschläge voller Zweifel. Sie gaben ihnen Ratschläge,
die aus ihren eigenen alten Enttäuschungen entstanden waren. Und langsam wurde dieser schöne Traum schwer. Die klare Idee wurde verwirrend. Das starke Feuer wurde schwach. Die Person, die sich einmal bereit fühlte, ihr Leben zu verändern, begann zu denken, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht kann ich das nicht. Vielleicht sollte ich einfach dort bleiben, wo ich bin. Und so starb der Traum. Nicht, weil der Traum unmöglich war. Nicht, weil die Person kein Potenzial hatte, sondern weil sie zuerst die ganze Welt um Erlaubnis gebeten hatte. Und die Welt sagte, nein. Schweigen bedeutet nicht nur, seine Pläne zu verbergen. Schweigen bedeutet auch, seinen Geist zu schützen. Wenn du deine Ziele privat hältst, hältst du deine innere Welt sauber. Du schützt dich vor den Ängsten, Zweifeln, Witzen und Meinungen anderer Menschen. Du gibst dir selbst Raum, klar zu denken. Du gibst dir selbst Raum, Fehler zu machen, ohne dich öffentlich schämen zu müssen. Du gibst dir selbst Raum, deine Methode zu ändern, ohne dass jeder dich beurteilt. Das ist sehr wichtig. Die meisten Menschen leben nicht aus ihrer eigenen tiefen Überzeugung. Sie leben unter Druck. Sie ändern ihre Richtung, weil jemand gelacht hat. Sie hören auf, weil jemand an ihnen gezweifelt hat. Sie werden verwirrt, weil zu viele Menschen ihnen unterschiedliche Ratschläge gegeben haben. Lebe nicht so. Sei nicht wie ein trockenes Blatt im Wind. Sei wie ein starker Stein auf dem Grund des Ozeans. Still, schwer, ruhig. Die Wellen bewegen sich darüber, aber der Stein bewegt sich nicht. Merke dir diese Wahrheit. Deine Vision gehört dir. Sie wurde in dein Herz gelegt, nicht in ihres. Dein Traum, deine privaten Gedanken, dein zukünftiges Ich, deine nächtlichen Pläne, all diese Dinge gehören zu deinem Weg. Sei also nicht überrascht, wenn andere Menschen dich nicht verstehen. Vielleicht können sie nicht sehen, was du siehst. Vielleicht haben sie nicht denselben Hunger wie du. Vielleicht kennen sie deinen Schmerz nicht. Vielleicht haben sie zu viel Angst, groß zu träumen. Und das ist in Ordnung. Du musst nicht mit ihnen kämpfen. Du musst nicht alles erklären. Du musst deine Zukunft nicht mit Worten beweisen. Wenn jemand viele Jahre in einem kleinen Käfig gelebt hat, denkt er vielleicht, dass Fliegen gefährlich ist. Wenn jemand sich mit einem kleinen Leben zufrieden gegeben hat, findet er vielleicht deinen Wunsch zu wachsen seltsam. Das bedeutet nicht, dass dein Traum falsch ist. Es bedeutet nur, dass dieser Traum dir gegeben wurde und nicht ihnen. Denke an einen Samen unter der Erde. Jemand kann auf die Erde schauen und sagen, hier passiert doch nichts. Aber unter der Oberfläche geschieht etwas Kraftvolles. Der Samen bricht auf. Die Wurzeln wachsen. Das Leben bereitet sich vor. Aber noch kann es niemand sehen.
Dein Leben wird ebenfalls solche Zeiten haben. Stille Zeiten. Zeiten, in denen du weniger ausgehst. Zeiten, in denen du nicht mehr alles veröffentlichst. Zeiten, in denen du deine Nächte allein mit Lernen, Aufbauen, Üben und Verbessern verbringst. Die Menschen werden vielleicht sagen, du hast dich verändert. Sie werden vielleicht sagen, du bist irgendwie komisch geworden. Lass sie reden. Du brauchst keinen Applaus für jede kleine Anstrengung. Du brauchst nicht den Beifall der Welt, während deine Wurzeln noch wachsen. Wahre Stärke beginnt, wenn du aufhörst zu fragen, glaubst du an mich? Und stattdessen in den Spiegel schaust und sagst, ich glaube an das, was ich aufbaue. Das ist genug. Das ist Reife. Das ist Selbstführung. Irgendwann musst du deiner Zukunft treu werden und nicht dem Komfort der Menschen um dich herum. Das ist die Weisheit, seine Pläne privat zu halten. Du zeigst nicht jede Karte, bevor das Spiel beginnt. Du kündigst nicht jeden Zug an, bevor du ihn machst. Du versuchst nicht deinen Wert mit leeren Worten zu beweisen. Eine große Schwäche unserer Zeit ist das Bedürfnis, gesehen zu werden. Die Menschen wollen Aufmerksamkeit vor Leistung. Sie wollen Lob vor Disziplin. Sie wollen, dass andere ihren Plan bewundern, bevor überhaupt echte Arbeit geleistet wurde. Aber das Leben belohnt keine Absichten. Das Leben belohnt Taten. Das Leben belohnt Beständigkeit. Wenn du zu früh alles enthüllst, verlierst du einen Teil deiner Kraft. Ein Mensch, der zu viel redet, ist leicht zu durchschauen, leicht vorhersehbar, leicht aufzuhalten. Aber ein Mensch, der sich still bewegt, wird mächtig. Seine Energie entweicht nicht durch seinen Mund. Seine Energie fließt in seine Taten. Denke an einen Bauarbeiter. Ein kluger Bauarbeiter steht nicht auf einem leeren Feld und ruft, eines Tages werde ich hier ein wunderschönes Haus bauen. Nein, er bringt die Ziegel, er bringt die Werkzeuge, er arbeitet jeden Tag. Langsam wachsen die Mauern. Am Anfang bemerkt es kaum jemand. Und eines Tages ist das Haus fertig und die Menschen fragen, wann ist das passiert? Das ist die Kraft der stillen Arbeit. Wenn du deine Pläne für dich behältst, gibst du dir auch Freiheit. Die Freiheit, im Privaten zu scheitern. Wachstum ist nicht sauber. Wachstum ist chaotisch. Du wirst Fehler machen. Du wirst manchmal den falschen Weg wählen. Du wirst dich manchmal schämen. Wenn alles öffentlich ist, wird jeder kleine Fehler zu einer öffentlichen Blamage. Du beginnst, dich mehr darum zu kümmern, erfolgreich auszusehen, als wirklich erfolgreich zu werden. Aber wenn du still arbeitest, bist du frei. Du kannst am Montag scheitern, am Dienstag lernen,
am Mittwoch deinen Plan ändern und am Donnerstag weitermachen, ohne dass die Menschen über dich lachen. Privatsphäre schützt dein Wachstum. Sie gibt dir Dunkelheit, bis du stark genug für das Licht bist. Jetzt sprechen wir über Konzentration. Konzentration ist eines der wertvollsten Dinge, die du besitzt. Ohne Konzentration wird Talent verschwendet. Ohne Konzentration wird Ehrgeiz schwach. Ohne Konzentration stirbt selbst ein schöner Traum langsam. Und in der heutigen Welt wird unsere Konzentration ständig angegriffen. Eine Benachrichtigung auf dem Handy kann dir deine Aufmerksamkeit stehlen. Ein einziger negativer Kommentar kann deinen Geist tagelang stören. Ein kleines Gerücht kann deine Energie verschwenden. Deshalb kann es dir schaden, allen von deinen Plänen zu erzählen. In dem Moment, in dem andere dein Ziel kennen, können sie in deinen Kopf eindringen. Nicht mit ihren Füßen, sondern mit ihren Meinungen. Sie bringen ihre Zweifel mit. Sie bringen ihre Fragen mit. Sie bringen ihre Ängste mit. Und plötzlich wird dein ruhiger und klarer Geist überfüllt. Wenn du dich hinsetzt, um zu arbeiten, denkst du nicht mehr nur an die Arbeit. Du beginnst zu denken, was haben sie damit gemeint? Beobachten sie mich? Was ist, wenn ich scheitere? Wie kann ich ihnen das Gegenteil beweisen? Das ist verschwendete Energie. Ein fokussierter Mensch gibt nicht jeder Stimme Energie. Ein fokussierter Mensch richtet seinen Geist auf eine einzige Richtung aus. Wie ein Laser. Normales Licht verteilt sich überall. Es ist sanft. Es ist schwach. Aber wenn dieses Licht auf einen einzigen Punkt konzentriert wird, wird es stark genug, um etwas zu verbrennen. Genau das macht Konzentration mit deinem Leben. Verstreute Energie bringt nur kleine Ergebnisse. Konzentrierte Energie erschafft echten Erfolg. Deshalb wirken disziplinierte Menschen oft ruhig. Manche denken, sie seien kalt. Manche denken, sie seien arrogant. Aber oft schützen sie einfach nur sich selbst. Sie wissen, dass ihre Zukunft zu wichtig ist, um sie mit nutzlosen Gesprächen zu verschwenden. Sie wissen, dass ein negativer Mensch ihren Geist tagelang stören kann. Sie wissen, dass ein unbedachtes Gespräch den Schwung zerstören kann, den sie sich mit harter Arbeit aufgebaut haben. Deshalb schützen sie ihre Zeit. Sie schützen ihren Frieden. Sie schützen ihre Pläne. Sie schützen ihre Konzentration. Frage dich ehrlich, was schütze ich mehr? Meine Zukunft oder die Meinung anderer Menschen über mich? Deine Antwort wird zeigen, wohin dein Leben führt. Und jetzt kommen wir zur letzten Regel. Lass deinen Erfolg für dich sprechen. Heute wollen viele Menschen erfolgreich aussehen, bevor sie wirklich erfolgreich sind. Sie posten falsche Bilder. Sie reden über große Träume.
Sie erzählen jedem, was sie tun werden. Aber Worte sind billig. Jeder kann sagen, ich werde Großes erreichen. Jeder kann große Versprechen machen. Jeder kann Ziele in ein Notizbuch schreiben. Aber das Leben interessiert sich nicht für Versprechen. Das Leben respektiert Beweise. Und Beweise entstehen durch stille Arbeit. Denke an 2 Arbeitnehmer. Der erste Arbeitnehmer redet jeden Tag. Er sagt allen, ich werde befördert werden, ich bin der Beste hier. Wartet nur ab. Aber seine Arbeit ist immer noch durchschnittlich. Der zweite Arbeitnehmer sagt nichts. Er kommt früh. Er geht spät. Er lernt neue Fähigkeiten. Er löst Probleme still und ruhig. Er verbessert sich jeden Monat. Nach einiger Zeit wird der zweite Arbeitnehmer befördert. Der erste redet und beschwert sich immer noch. Wen respektierst du mehr? Die Antwort ist klar. Respekt entsteht nicht durch Lärm. Respekt entsteht durch Ergebnisse. Wenn andere dich unterschätzen, werde nicht wütend. Lächle still. Das kann sogar ein Vorteil sein. Wenn sie deinen Plan nicht sehen, können sie ihn nicht blockieren. Wenn sie deine Zukunft nicht verstehen, können sie nicht stören. Du bist frei, still und ruhig aufzubauen. Verschwende nicht deinen Atem, um zu beweisen, dass du etwas Besonderes bist. Spare deinen Atem für die Arbeit. Spare deine Energie für den Berg, den du erklimmst. Eines Tages werden deine Ergebnisse für sich sprechen. Dein stärkerer Körper wird sprechen. Deine besseren Fähigkeiten werden sprechen. Dein ruhiges Selbstvertrauen wird sprechen. Dein neues Leben wird sprechen. Und du musst nicht schreien. Schaut mich an. Die Menschen werden es sehen. Mein Freund, wir sind am Ende dieser Lektion angekommen. Jetzt liegt die Entscheidung bei dir. Du kannst dieses Video schließen und das tun, was viele Menschen tun. Du kannst allen sagen, ich habe ein starkes Video gesehen, morgen wird sich mein Leben verändern. Oder du kannst etwas anderes tun. Du kannst still bleiben. Du kannst dieses Feuer in deinem Herzen bewahren. Du kannst deinen Mund schließen und anfangen zu arbeiten. Schritt für Schritt, Tag für Tag, ohne nach Applaus zu fragen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Lass uns jetzt deine Disziplin testen. Gehe in den Kommentarbereich und schreibe einen einfachen Satz auf Deutsch. Du kannst schreiben, woher du kommst. Oder du kannst diese 4 Wörter schreiben. Ich wähle die Stille. Lass diesen Satz ein Versprechen an dein zukünftiges Ich sein. Wenn dir diese Lektion geholfen hat, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Hier lernen wir gemeinsam einfaches Deutsch und starke Lektionen fürs Leben. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast.
Jetzt geh zurück in dein Leben. Schütze deinen Fokus. Halte deine Pläne privat. Arbeite still und lass deine Ergebnisse für dich sprechen. Denke daran: Fortschritt, nicht Perfektion. Bleib stark, bleib fokussiert und bleib still. Jetzt habe ich noch eine kleine Übung für dich. Schreibe einen einfachen deutschen Satz mit dem Wort Stille, zum Beispiel: Ich wähle die Stille. Oder Stille hilft mir, mich zu konzentrieren. Das wird dir helfen, dein Deutsch zu üben und dich gleichzeitig an die heutige Lektion zu erinnern. Wenn dieses Video dir geholfen hat, dein Hörverstehen und deine Denkweise zu verbessern, dann abonniere bitte German Tales für weitere einfache Deutschlektionen. Höre weiter zu, übe weiter und baue dein neues Leben still und Schritt für Schritt auf. Bis zum nächsten Mal, mein Freund.